Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Erst 1, dann 2, dann 3, dann 4 und schon steht das Christkind vor der Tür. In der Küche von Fein Fein Schmeckt's wurde heute ein Spitzbube entdeckt. Er backt ganz fleißig Plätzchen und macht seinem Namen auch mit der Sorte ganze Ehre. Diese Plätzchen stellen wir dieses Jahr auch ganz traditionell mit einem Glas Milch in der Nacht zum heiligen Abend in die festlich geschmückte Stube. Ob das Christkind den Weihnachtsmann mitbringt und beide die Plätzchen verkosten? Wer weiß, vielleicht mit viel Glück. Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Erst 1, dann 2, dann 3, dann 4. Dann steht das Christkind vor der Tür. Advent, Advent, ja, wie schaut's aus bei euch mit der Plätzchendose? Ich hoffe, ihr habt ganz, ganz tolle, viele Plätzchen schon ausprobiert. Und habt ihr die Spitzbuben dieses Jahr schon gemacht? Denn die sind wirklich ein Klassiker und die sind oberlecker. Und wir zwei, wir backen die mit euch zusammen, wenn ihr dran bleibt. Und wir haben noch eine ganz tolle Idee. Wir haben nicht ein paar Ausstecher, die wollen wir testen. Und dagegen haben wir eine ganz tolle Alternative, aber mehr verraten wir noch gar nicht. Also bleibt dran, bis gleich! Hallihallo, und da sind wir wieder. Heute ja zu zweit wegen der Spitzbubengeschichte. Und die Zutaten, die haben wir schon mal zu viel. Nochmal. Hallihallo, da sind wir wieder. Und wegen der Spitzbubengeschichte habe ich natürlich heute kräftige Unterstützung vom Adriano. Also, die Zutaten haben wir hier schon mal vorbereitet. Und zwar brauchen wir, was ist denn das? Mehl? Mehl. 300 Gramm Mehl, genau. 100 Gramm Puderzucker. Ein Päckchen Vanillezucker, eine Prise Salz, 200 Gramm kalte Butter und ein bisschen Marmelade später zum Befüllen für die Spitzbuben. Und das war's auch schon. Und da gibt es auch gar nicht so viel falsch zu machen. Es ist praktisch kinderleicht. Und da können wir jetzt dann gleich loslegen. Und zwar zuallererst geben wir jetzt dann den Puderzucker und die Butter in die Rührmaschine. Und danach kommt das Salz mit dem Mehl dazu. Und es wird dann schön zu einem Mürbeteig verrührt. Und später nimmt man es raus, machen wir eine Kugel draus. Gell? Mhm. Und dann sehen wir uns wieder. Und wir haben eine ganz tolle Musik rausgesucht. Ihr hört ein bisschen Musik und wir kneten. When everything is white, glimmering silver white, and stillness fills the night, it's Christmas, a winter wonderland, a snowball in each hand. Take me away, Christmas Day. There's joy in the air, families near. We give thanks for this past year. Oh, nothing compares to the love that we share. Oh, what a bliss. A green red delight with glimmering silver white. You dazzle us all from big to small. Warm laughter and white smiles, red presents stacked in piles. Take me away, Christmas Day. So, fertig haben wir unsere tolle Teigkugel. Haben wir super gemacht, hast auch schön mitgeholfen, hat gut geklappt. Und ihr habt ja gesehen, wie mürbe der Teig auch ist. Und den muss man dann aus der Schüssel rausnehmen und mit den Händen noch zu einer Kugel formen. Ich mache es dann zum Beispiel auch immer so, ich gebe es dann in eine Frischhaltefolie, mache dann auch nochmal so einen richtigen Ball draus. Und dann muss die Kugel so ungefähr 1 Stunde in den Kühlschrank. Was machen wir jetzt dann inzwischen? Noch ein bisschen Mathe oder so? Nein, mal schauen. Wir sehen uns in 1 Stunde wieder. Da sind wir wieder. Und die Stunde ist schon schwuppdiwupp oder? Das war jetzt sehr, sehr schnell. Und unsere Teigkugel ist jetzt bereit. Und die werden wir jetzt schön ausrollen. Und zwar haben wir hier so einen Teigroller. Dann geben wir noch ein bisschen Mehl, aber nur ganz leicht auf die Arbeitsfläche und auf den Teig. Und dann rollen wir mal ein bisschen. Und dann können wir auch schon anfangen bald mit dem Ausstechen. Ja? So, ein bisschen was da.
Ein bisschen was hier. Ein bisschen was hier. So, gut. Es gibt auch noch einen Trick, den können wir vielleicht auch noch anwenden. Und zwar kann man auch den Teig dann zwischen 2 Frischhaltefolien legen. Dann geht es ein bisschen einfacher, dann krümelt er sich nicht so hin. Und das machen wir jetzt mal auch, dann geht es einfacher. Warte. Mit Ton hast du schon gearbeitet? Ja, in der Schule. Oh, was habt ihr denn da gemacht? Ach, Figuren für Weihnachten. Was? Ehrlich? Ja, und ab der 4. Klasse müssen wir einen Drache machen. Aus Ton? Oh, das ist aber auch interessant. Das würde mich auch interessieren. Hätte ich auch Spaß. Ton arbeitet ihr. Ton macht ja Spaß. Und dann habt ihr dann was Bestimmtes gemacht oder dürft ihr das noch nicht verraten? Doch, Weihnachtszwerge. Ja? Ja, und wir haben noch so ein komisches Plattenspiel gemacht. Ein komisches. Plattenspiel, ja. Das ist doch schön, da bin ich immer schon sehr gespannt. Das wirst du ja dann bestimmt bald mitbringen, oder? Von Ferien wahrscheinlich, oder? Wenn uns mal die WG-Lehrerin geben will. Na bestimmt macht die das dann vor den Ferien, vor den Weihnachtsferien. Und dann kann man es ja schön mit hinstellen. Ist doch toll. So, schau mal, unser Teig nimmt langsam Form an. Jo. Ja, den müssen wir jetzt noch ein bisschen schön rollen. Und jetzt können wir hier schon mal die ersten Spitzbuben schon mal ausstechen. Wake up with a smile, the feeling is right today. Magic in the air, 'cause something is waiting for me. Oh, I've been good, but I can last. Hurry Christmas, hurry now. I can't wait to see what's under the Christmas tree for you and me. So, schau mal, jetzt sind unsere Plätzle fertig. Naja. Sind die nicht super? Naja, nicht so schön. Was fällt uns hier auf? Die Herzchen. Also ich weiß auch nicht, aber schaut mal selber hin, ne? Herzle, glaube ich, sehen anders aus, oder? Ja. Was meint ihr? Also irgendwie sind die nicht so toll geworden, die Oberteile, finde ich. Aber wegwerfen dürfen wir sie nicht. Nee, tun wir nicht, aber schau mal, auch die Löchle hier, klein sind die. Die sind total klein. Also ich bin jetzt ehrlich gesagt schon ein bisschen enttäuscht, weil ich habe mir nämlich eigentlich extra diese Linzer Ausstechdinger da gekauft. Dann Und, machen wir halt nochmal welche. und das sind irgendwie, was nicht, die Löcher sind viel zu klein. Und auch hier die Herzle, das ist irgendwie ganz, ganz schwierig. Irgendwie fällt das alles so zusammen. Und ich mache es jetzt einfach mal so. Wir machen jetzt noch mal ein paar, weil so gefallen die mir echt nicht. Wir werden die auf jeden Fall fertig machen. Aber es gibt hier diese eine, das ist das Grundausstechförmchen. Das nehmen wir natürlich schon. Und da machen wir nämlich ganz was Tolles. Und zwar mache ich es nämlich genauso wie früher. Und zwar habe ich da so schöne kleine Ausstecher. Und zwar sind die normalerweise für Fondant-Torten. Und da gibt es ganz, ganz tolle, viele Motive. Blümchen, Schneeflöckchen und Sternchen. Und die probieren wir jetzt nämlich dann mal aus für den zweiten Teil, oben für den Deckel. Und das kann ich euch echt nicht empfehlen, hier diese Dinger. Das ist echt schade, aber ich habe gedacht, wenn die dafür gemacht sind, ja, anscheinend funktioniert es doch nicht so doll, weil ich finde, da kommt nicht viel Marmelade oben raus aus diesem Linzer Plätzchen, wenn da so ein kleines Loch ist. Schade eigentlich. Okay, wir legen jetzt halt einfach nochmal los. Wir machen nochmal einen neuen Teig. Wir backen einfach nochmal ein paar neue Plätzchen und ich steche dann für das Oberteil einfach mit diesen Fondant-Ausstechern aus. Und jetzt schaut mal zu, was dabei rauskommt. Ganz toll. Und du kannst inzwischen schon hier deine ein bisschen versieren. Die sind auch recht hübsch geworden. Versieren. Das ist dein Stern und deine Schneeflocke. Oder ist das eine Schneeflocke oder ein Stern? Stern. Das ist ein Stern. Und das ist ein Tannenbaum. Und den kannst du jetzt dann noch mal ein bisschen verzieren. Du hast ja hier ein paar Perlen und so ein paar Zuckerschriften. Und ich fange noch mal an und wir machen noch mal einen neuen Teig. Jetzt schauen wir mal, wie das dann wird. Weil so, das kannst du vergessen. Das Aber das Video ist nix. schon Stillness fills the night. It's Christmas. Wenn es halt nicht klappt, schau, so kann man es ja niemandem anbieten. Guck, das schaut nicht schön aus.
Das schmeckt sicher super, aber also das ist kein Herz, oder? Ich weiß nicht, was das sein soll. Me away, Christmas Day. There's joy in the air, family's near. We give thanks for this past year. Oh, nothing compares to the love that we share. Oh, what a bliss. A green red delight with glimmering silver wine. You dazzle us all from big to small. Warm laughter and white smiles. Where presents Da sind wir wieder. Und diesmal haben wir wirklich ein viel, viel besseres Ergebnis erzielen können. Oder schau mal hier. Und zwar haben wir hier ein paar Sternchen, ein paar Blümchen ausgestochen. Und da hat man viel, viel mehr Fläche, auch später für die Marmelade. Ich habe natürlich versprochen, dass wir die anderen, die so nicht so gut geworden sind, auch noch weiter verarbeiten wollen. Und die habe ich jetzt auch hier mit draufgelegt. Das sind jetzt eben die Oberteile. Und dann habe ich auch noch hier die Ausstecherle ausgebacken. Die können wir nämlich auch noch mit verwenden. Das ist hier zum Beispiel eine kleine Schneeflocke, ein Blümchen und ein Stern. Da haben wir dann noch ein größeres Blümchen. Und das kann man jetzt dann alles noch mit verwenden und dann unsere Spitzbuben verzieren. Und so ist das doch wirklich eine tolle Sache, oder? Was meint ihr? Und als allererstes müssen wir jetzt hier die Oberteile noch mit Puderzucker bestäuben. Und dann die Unterteile mit der Marmelade bestreichen. Die habe ich etwas warm gemacht, dass sie dann auch besser zu verarbeiten ist. Und das zeigen wir euch dann gleich, wie wir das machen. Und habt ihr schon gesehen, was der Adriano für schöne Kekse hier dekoriert hat? Schau mal. Das hast du echt super gemacht. Ganz toll. So ein schöner Weihnachtsbaum. Wirklich goldig. Ui, und da ist auch noch was anderes. Ist es jetzt eine Schneeflocke oder was ist das? Ja. Auch sehr hübsch. Muss ich schon sagen, hast du toll gemacht. Ne? Die lassen wir jetzt noch ein bisschen trocknen. Das ist nämlich der Zucker, die Zuckerschrift. Da muss man aufpassen. Apropos, habe ich eigentlich eine blaue Zunge? Was hast du denn gemacht? Oh ja. Von dem Zucker? Echt? Färbt das so? Wahnsinn. Zeig mal. Zeig. Okay, jetzt brauchen wir dann auf jeden Fall ein Sieb und den Puderzucker. Und dann werden wir hier oben das alles schön bestäuben. Schau mal. Warte. Das können wir ja zusammen machen. Das können wir auch ruhig ordentlich bestäuben. Schau, fass mal mit an. Tun wir das schön gleichmäßig. Immer so hin und her schütteln, dass überall gleich viel Puderzucker drauf kommt. So, ne? Guck mal, so. Es ist wie Schnee. Ja, es ist Schnee. Sehr schön, ne? Und dann bestreichen wir jetzt hier die Unterteile mit der Marmelade und setzen ganz vorsichtig dann die Oberteile drauf. Und das machen wir folgendermaßen. Und zwar die Marmelade etwas flüssig, etwas warm noch. So im Großen und Ganzen ein bisschen verstreichen, nicht ganz an den Rand, so als Klebeeffekt praktisch, ein bisschen. Und in die Mitte dann ein bisschen mehr. Je nachdem, wie groß auch die Fläche ist, die ihr dann habt. Und dann nehmen wir uns ganz einfach mal hier dieses Herzchen und setzen es dann oben drauf. Und schon ist das erste Spitzbüblein mit dem Herz fertig. Und das schaut doch schon mal ganz hübsch aus, oder? Schau, das legen wir hier mal her. all day. So, We've been gut, good, gut. but we can last. Hurry Christmas. Da kann man das noch so mal drauf machen. I can't wait to see what's under the Christmas tree for you and me. Oh, little bear toys that cuddle and woo, dinosaurs, boats. Ja,
Ja, fertig sind unsere leckeren Linzer Plätzchen oder auch Spitzbuben genannt. Ich hatte ja heute auch einen Spitzbuben dabei und der hat ganz, ganz toll mitgemacht, fand ich. Hast du wirklich schön gemacht. Und deine Plätzchen sind auch ganz besonders fein und hübsch geworden. Und auch deine Spitzbuben hast du super gemacht. Das erste Mal gemacht, ne? Aber echt klasse. Finde ich super. Und auch diese kleinen Ausstecher, die kann ich euch echt empfehlen. Die sind eigentlich für Fondant-Torten gedacht und da ist wirklich der Fantasie keine Grenzen gesetzt und da gibt es so viele verschiedene und da könnt ihr euch gerne mal ausprobieren. Und so schaut es dann halt am Ende auch aus und ich finde, die sind wirklich sehr, sehr hübsch. Und man kann auch dann diese kleinen Kekschen damit ausstechen. Die habe ich jetzt auch mit ausgebacken, noch daneben mit hingelegt. Sehr niedlich. Ja, jetzt haben wir ein paar nette Plätzchen für den Advent noch, am 3. Advent, so kurz vor Weihnachten noch mal schnell so ein paar tolle Spitzbuben rein in die Kiste. So, und uns hat es natürlich riesig gefreut heute Abend, dass ihr dabei wart und dass ihr zugeschaut habt. Und wir hoffen natürlich sehr, dass euch das Video gefallen hat und dass ihr die Plätzchen auch mal nachmacht. Denn die sind wirklich mega, mega lecker. Es ist zwar immer ein bisschen schwierig mit diesem Mürbteig und man muss echt unwahrscheinlich aufpassen, dass der nicht zerbricht. Und dann muss man vielleicht auch zweimal ansetzen, aber das macht gar nichts. Denn am Ende zählt das Ergebnis und es ist super geworden. Und das lassen wir uns jetzt auf jeden Fall schmecken. Und wir sehen uns am nächsten Sonntag um 20 Uhr zum neuen Rezept. Und ich freue mich riesig auf euch. Ich wünsche euch noch eine schöne Adventszeit und eine schöne Woche. Bis dahin, eure Joanna und euer Müller Adriano. Ciao, macht's gut.